Hi, ich bin Simon Richenhagen und bin Marketingleiter der Chrono Nutzfahrzeuggruppe. Wie sind wir auf die Idee mit dem Record Run gekommen? Nachhaltigkeit können wir mit dem E-Trailer, das haben wir schon bewiesen. Und jetzt wollen wir natürlich auch noch beweisen, dass der E-Trailer auch emotional sein kann. Und eigentlich war die Idee, dass wir eine Runde auf der Nordschleife drehen, also analog zu Porsche oder großen Herstellern auch wie Mercedes, die jährlich auf die Nordschleife gehen und eine Rekordrunde dort platzieren. Also, mein Name ist Abdullah Jaber. Ich bin Entwicklungsleiter und in der Geschäftsführung von Trail Dynamics. Trail Dynamics baut elektrische Sattelauflieger. Das heißt, Sattelauflieger mit einem elektrischen Antriebsstrang, die richtig viel Power haben. Also ehrlich gesagt, ich fand die Idee richtig gut. Wir haben sehr oft auch mal uns sowas vorgestellt, aber auch irgendwie verrückt, weil ja, es ist halt außergewöhnlich, ein Abenteuer. Natürlich gab es Zweifel an der Idee, aber nicht, weil die Begeisterung fehlt, sondern aber Rennstrecke passt auch irgendwie in der ersten Sekunde nicht so direkt zu unserem Scope. Wir wollen ja effizient sein und Energie sparen. Aber andererseits ist es so, dass die Trailer, wie bestimmt vielen aufgefallen ist, halt viel Power haben. Und da kann man vielleicht Potenziale mit zeigen. Ja. Die Emotionen, die der Trailer grundsätzlich bei jedem Fahrer erzeugt, der schon mal den E-Trailer gefahren ist, diese Emotionen wollte ich eigentlich auch im Außenkleid des Trailers haben. Also der sollte tatsächlich nach Rennsport aussehen, der sollte nach Power aussehen, der sollte eine Ausdruckskraft haben. Und da haben wir uns Hilfe geholt von 811 Design. Hajo Lemke ist der Inhaber. Er hat uns ein sehr spannendes und ausdrucksfähiges Design kreiert, was wir jetzt auf dem E-Trailer einsetzen können. Ja, Abdullah ist ein begnadeter LKW-Fahrer, also jeder, der ihn schon mal fahren sehen hat, weiß eigentlich, dass Abdullah gut fahren kann. Und ja, dann haben wir Abdullah quasi einmal ausgestattet mit Rennkleidung und dann war es quasi im Kopf für uns so, dass wir gesagt haben, setz dich mal rein und geh mal auf eine Rennstrecke und dreh eine Runde. Da wirst du jetzt auch direkt merken, der hat die Schnürsenkel seitlich sitzen. Ja, ich war schon mal auf Rennstrecken, bin sehr oft Kart gefahren, habe ein ausführliches Sicherheitstraining gemacht für Prototyp-Führerscheine, aber ich war noch nie mit einem E-Trailer auf einer Rennstrecke. Im Vergleich zu Testovalen ist so eine Rennstrecke doch unübersichtlich und komplex. Da gibt es auch andere Teilnehmer und so weiter und so fort und darauf zu reagieren ist dann schon spannend. Ja, Misano, erstes Rennen. Italien geht man eigentlich von aus im Mai, 22 Grad Sonnenschein, war aber nicht so. All right, turning now to Italy, where floods have devastated a region in the north of the country. After a break from the rain yesterday, it started raining again, bringing, of course, the worries among all the people that are clearing out the mess that this flooding and landslides caused and left behind. Zur Abwechslung auf der Fahrt jetzt nochmal fantastisches Wetter. Okay, wie gehen wir damit um? Erstes Mal Rennstrecke mit einem E-Trailer und dann auch noch bei Regen, wo ich dann auch so ein bisschen Bauchschmerzen hatte. Wir sind dann aber trotzdem, haben die Entscheidung getroffen, wir fahren hin, wir schauen uns das an und entscheiden dann, wie wir mit der Situation umgehen. Und ich glaube, das war auch die richtige Entscheidung, weil schlussendlich war es so, trainiert haben wir bei Regenbedingungen. Das erste Training bei nasser Fahrbahn, das war schon ganz spannend und wir haben zwei Dinge gemerkt. Erstens, dass die Sicherheitssysteme toll funktionieren und dass man den Trailer schleudern kann, also ein bisschen so driften lassen kann. Das war schon ganz spannend. Ich bin, glaube ich, nicht der beste Beifahrer und bin mitgefahren und habe nur gedacht, ob das die richtige Entscheidung war. Also Abdullah ist wirklich sehr schnell gefahren, hatte mir dann auch noch gezeigt, schau mal in den Spiegel rein. Der Trailer steht ein bisschen quer, der steht gerade auf den Curbs und hat dann noch den Boost-Knopf gedrückt und ich habe gedacht, oh Gott,
fahren da rein, ne? Dann siehst du ja wieder, wo es schwarz ist. Siehst du das? Dann bremsen die hier an und bremsen hier richtig stark rein. Dann hast du aber das Problem, normalerweise, wenn der Pylone da nicht stehen würde, würdest du ja dann quasi über den Curb reinfahren. Weißt du, deswegen müssen wir hier, glaube ich, weiter ausholen. Hello everybody, welcome to race 3 here at Misano. The weather is a lot better than it was. It isn't just the racing trucks that you'll see on our broadcast, but I was speaking to Michael Nimch just earlier on, who is the MD of Trailer Dynamics, who work with Krone on an amazing e-trailer. Vor dem ersten Rennen war ich ein bisschen nervös, weil ich dann nochmal eine Zwischenfahrt hatte mit Simon und Simon mich beschworen hat, mach das Fahrzeug nicht kaputt. Und man muss halt einfach verstehen, dass die Fahrzeuge halt, damit die halt gute Zeiten fahren, immer im Grenzbereich gefahren werden. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dann halt irgendwas schief geht, schon irgendwie gegeben ist. Also die Last der Verantwortung. Natürlich auch das ganze Thema Krone, Trail Dynamics, alle gucken, die ganze Welt, der Wettbewerb mit Sicherheit auch. Die ganze Zeit mit der grünen Fahne und gibt mir Zeichen. Okay, dann fahr. Alles klar. Okay. Nein, aber Rolf, der Phoenix-Trailer ist jetzt unterwegs.